Willkommen zurück zur nächsten Episode hier bei Tales of Berseria. Jo, Mann. Ja, ich weiß, also letztes Mal ein bisschen ungünstigsten Stelle habe ich da einen Kack gemacht. Weil, ist klar, es hat schief gehen und so, wenn man die Insel verlassen und so. Und hier muss was passieren, sonst sage ich ein bisschen meiner Videospielerfahrung über die ganzen Jahrzehnte hinweg. Jahrzehnte, sind kaum 2. Aber egal. Was sonst noch? Ich habe noch die Sprache umgestellt auf Englisch und aus dem Grund, es war bisher nicht so eindeutig, was ihr da gerne hättet, also ob Englisch oder Japanisch, und ich fand irgendwie auch, dass beides irgendwie so gar nicht mal schlecht ist, sprich auch die Englische relativ gut rüberkam. Ich wollte es nochmal ein bisschen testen und so und ja, vielleicht switche ich auch öfters ein bisschen durch zwischen Englisch und Japanisch, aber ist diesmal bei Berseria echt, wie ich finde, ein bisschen schwieriger. Aber egal, legen wir endlich los, mal gucken, was da vorne vor sich geht. Okay, man sieht optisch noch nichts. Ja, das eigentlich sind die Text schon gespoilert werden. Übrigens gespoilert werden, ich bin froh, dass ich das Intro nicht, das Intro im Spiel halt nicht in den ersten Part aufgenommen habe und vermutlich, wenn überhaupt, es irgendwie nach der Hauptstory noch zeigen werde. Weil, man wird schon in gewisser Hinsicht krass gespoilert. Also gespoilert, hey, ist jetzt, ja, man kann sich denken, okay, vielleicht so oder da. Man kann sich schon sehr viele Gedanken machen und Gedanken, sage ich jetzt mal, wo man zu diesem Zeitpunkt, wo man jetzt gerade aktuell ist, eigentlich noch nicht machen sollte. Vor allem, weil man sonst, glaube ich, ziemlich viel vom Spiel, was halt bisher so ablief, was man vermutlich verpassen würde. Aber egal. She's hopeless. Her keel's busted. It'd be faster to build a new ship. Her keel? You could say she's like a man with a broken back. And how in blazes did you end up running aground here? I wouldn't think it possible. If you can't help, that's enough. Go back to town. What now? Do we try to find a new ship? I can't think of anything else. I just hope we have time. O Empyrean Innominat, hear my prayer. Blessings and honor unto thee. This frail flesh a sacrifice to be thy foundation. Sister. Oh, Oscar! What brings you here? Your face! What happened to you? A demon got the better of me. I've been summoned back to the Abbey, but I thought I'd stop by on my way. My poor brother. I'm so sorry. There is pain, but I can still fight. The scar will serve to remind me of my inexperience. An underhanded foe, no doubt. No. The demon saps her enemy's strength with her left hand and turns it against them. It was a girl with black hair and eyes full of fire. She poses a threat for even a seasoned praetor. Please, take care, dear sister. It was her! Teresa? Understood. I will. Worry not. A failure as minor as this is not the end of the world. To be honest, I came hoping you would cheer me up like that. Well, I do believe I recognize those earrings. Of course. I treasure them dearly. Thank you. They suit you just as well as I thought they would. I must take my leave now. Lady Teresa, we've captured a stowaway. I wasn't stowing away, you twit! I merely boarded without permission! You're a collaborator with that demon woman. Where is she? Your tortures are useless against the mighty Magilu! Because I'll spill my guts just fine without him.
Naja, das war nicht das, was ich gedacht hätte, dass passieren würde. Ich dachte dass sie hier auftaucht und uns die Hülle heiß macht. Aber okay, so geht's natürlich auch. Scheiße. Ja, kommen wir überhaupt so weit? Ich weiß nicht, wir sind zwar zu zweit im Team B2, also schon eine Chance gegen sie hätten. Könnte lustig werden. Ich muss jetzt echt wieder alles zurücklatschen. Ja. Ich bin ja kein Dungeon drin, deswegen kann ich das Teil nicht nutzen. Ja, so immer hin und her latschen finde ich jetzt nicht gut gemacht. Das ist aber generell bei Videospielen so. Also egal ob jetzt Rollenspiel oder was auch immer. Wenn das nicht anders lösen kann, naja. Das war knapp. Immerhin noch ein paar Dinge eingesammelt. Ah, das bauen immer wieder neu. Ist das der im Loch? Komm schon. Ja, abgerutscht. So. Aber wir können immerhin durch den Haupteingang oder auch nicht. There was word from the Abbey. They're holding a public execution for a witch who tried to draw demons into the city. Is that so? Sounds like a real nasty character. I'd stay away from the city if I were you. It's a common tactic for Lady Teresa. Threaten one criminal to draw out their allies. Are you saying I'm a criminal? Pot calling the kettle black, isn't it? That's why I'm warning you. Lady Teresa's top class, even among exorcist praetors. I wouldn't think badly of you if you fled. A witch? It has to be Magilu, huh? It looks like the Abbey is onto us. We'd best assume they've already found the tunnel. No sense trying to buy a ship now. Then don't buy one. Steal it. Steal a ship from Helives. Just the two of us. We have at least one other on our side. Dial? He said he can navigate. If he joins forces with us, all the better. That could be. But what happens to Magilu? I suppose that's up to the Abbey. Ein Esel dem anderen war gar nicht so schlecht. Sorry, Magilu. Rest in peace. Das hingegen finde ich jetzt schon ein bisschen sehr bedenklich. Aber hier war. Ich meine, ja klar, sind nicht die besten Freunde und so weiter. Hey, ist ja schon klar. Nicht gerade, ja, da war eine kurze Schiffsfahrt und so. Aber dass Velvet einfach so sagt, ja, tschüss, Mann. Ist mir egal. Ja, sie ist halt nicht auf der Suche nach Freunden. You really go all out, don't you? What do you mean? Look, you're using Dial, threatening the guild, abandoning Magilu. You see? I'm not abandoning her. She can take care of herself. Nothing stops you, does it? There's a lot I don't understand about Magilu, but I know she won't be killed so easily. Besides, I'm sure she's already told the Abbey everything she knows about us. You're probably right. That means we need an ace up our sleeve. Like a demon they believe to be dead. Okay, man kann es wohl auch so sehen. Also, da muss ich sagen, hat sie in 3 Jahren ja einiges strategisch betrachten, so einiges gelernt. Alright. One last good sharpening and I'll call this blade done. Do your blades need sharpening too? I'd be happy to take care of it for you if you want. No thanks. I was taught never to leave my lifeline in the hands of another. Sure. Sounds like you found a good teacher. I don't care if it's me who does it, as long as you're keeping them well maintained. Just in case you don't already know, after you sharpen your blades, you should rub them with clove oil and wipe them down with wool. Yeah, I know. I was taught that too. By the man who killed my brother. Artorius, du Drecksack! Ja, was ihren Bruder anbelangt, der kleine Laffy-Set. Mal schauen. Mal sehr gespannt, wie das Ganze noch weiter erzählt wird. Und darum auch der Grund war, warum er es überhaupt getan hat. Also warum er ausgerechnet Laffy-Set, nur weil er quasi ein unschuldiger Junge ist. Dann hätte es auch Velvet getan. Also, theoretisch. Versteht ihr? Der muss einen Grund gehabt haben. Gut, sie hätte sich vermutlich gewehrt, war, und Laffy-Set so, okay, das machst du für den Frieden oder so, für den Frieden der Welt. Okay, mach es halt. Kann man da vorstellen, so natürlich allem aus, weil die können sowieso nichts machen. Das ist
Doof alles hier. So. Cookie Luki. Ich glaube, unten war der richtige Weg, oder? Doch, könnte sein, wa? Ah! Ne, eben, aber Baron danach? Nee, aber sonst irgendwas. Der geflügelte Baron. Warum der Nacht? Der eine Anspielung auf Detektiv Conan, hm? Der geflügelte Fledermaus. Ja, Fledermaus muss nicht geflügelt sein. Fledermaus-Baron. Der echt härter als Teil war, was man. Ja, mein Teil war eigentlich bei der Mission hier im Prinzip der Endboss und der andere so. Sag jetzt mal Secret Boss, hm? Hatten wir bei Testieren, Anspielen auch, von daher nicht wirklich verwunderlich. Hä, war der Weg doch so weit? Habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Egal. Ich frage mich ja auch, weil eben Berseria spielt 1000 Jahre vor Cestiria in der Storyline. Und ich meine, auch wenn man sich natürlich in der Hauptstory so auf Berseria bezieht, logischerweise, kannst du auch irgendwo auf andere Spiele und so weiter eingehen und das Hauptspiel im Prinzip außer Acht lassen. Aber so rein theoretisch könnte man doch mit DLCs und so noch geile Verknüpfungen zu Cestiria ziehen. So rein theoretisch. Ich meine, im Anime geht's ja auch, so Tales of Cestiria. Der X, glaube ich, heißt so. Weil da kommen ja auch Charaktere aus Berseria vor, beziehungsweise sogar Story-Abschnitte. So, da oben ist ein Save Point. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Alter, die ganzen Seelenpunkte hier. Also, in Anführungszeichen Seelenpunkte. Oje, oje, oje. Und die hüpf. Ich hüpf. Ich kann wieder zurück, ja. Muss ja kein Ding verbrauchen, natürlich schön. Nee, ich speichere noch nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwie... Warte mal. Mal überlegen. Die alte Witch ist gefangen und sie erzählt natürlich alles. Und sie will sie opfern, zumindest gerüchteweise. Denkt die Alte echt schon so weit und sagt sich, okay, wenn ich das Gerücht verbreiten lasse, dann kommen sie garantiert nicht retten. Das heißt, sie wollen entkommen, das geht nur mit einem Schiff. Bla bla, und das führt irgendwie zu Style. Kann mir nicht vorstellen, weil... Ja gut, wir haben nur einen Chance gebracht, aber trotzdem, das muss doch... ich traue der Alten nicht. Wenn die clever genug ist... Okay. Glück gehabt. Jetzt sein könnte, dass die hier irgendwo ist. What are you two doing back here? Things didn't work out. We'll lend a hand with your raid. Awfully presumptuous, aren't you? I'm a demon. Comes with the territory. You got me there. Ah, gods. I think that's the first time I've laughed since turning demon. But are you sure? It's suicide, you know. Maybe not. I have a plan. The exorcists have a hostage they're using to lure me into the city. Then we can sneak in through the tunnel into the storehouse. No. I expect they'll have an ambush ready there. So instead, we hit them with a direct frontal assault. You call that a plan? No. I call it a feint. As their forces converge on the front, a second group slips in via the tunnel, strikes the docks, and secures a ship. After that, the two groups meet up and we all sail away. And I want you at the helm. Answer me this, then. Who's making this frontal assault of yours? I will, naturally. That works. When? Tomorrow. Can we rest here until then? Make yourself at home. Nothing so comfy as a bed of tar. Velvet? Hey, Velvet? Luffy? You were crying out. Were you having a nightmare? I was... Oh, Luffy! It was terrible! Hey, come on, let go of me. I have to go.
I have something important to do. What's that? Arthur told me to come meet him at the Shrine of Tranquility. No, Laphicet! No! Listen to me! Artorias is... He's going to... Are you all right? You were tossing and turning. I'm fine. It was just a dream. If you don't want to go with me, I understand. That wouldn't do. How can I repay you if you die? You are an odd one. Am I? I always thought of me as just me. Velvet, who's this Artorias? My target. He killed my brother. We're ready. Dial should be at the entrance. Let's get going then. Ja, was ich gerade sagen wollte, Dals Stimme, finde ich, passt im Englischen besser als im Japanischen, weil, ja, im Englischen klang ein bisschen, im Japanischen klang ein bisschen immer noch menschlich, aber hier doch ein bisschen dämonisch, also wie Velvet auch, also ihre Stimmungslage von Dämon zu Mensch, wie man sagt, sehr schön in der Cutscene, finde ich jetzt auf Englisch eigentlich passender als auf Japanisch. Naja, auch ein bisschen Betrachtungsweise. Übrigens wegen dem Plan von Velvet, wegen 2 Gruppen, habe ich gerade, warte mal, wir sind ja zu dritt jetzt. Also sprich, wir das Team, plus Teil noch, toll, sind wir zu dritt. Zu dritt 2 Gruppen machen, wenn die eine Gruppe aber ziemlich klein werden. Aber ist ja egal. Gut, teleportieren wir uns zurück, für das haben wir das Siegel hier. Und dann mal gucken, ob das so klappt, wie Velvet es sich vorstellt. Also das würde mich noch ein bisschen wundern. Sleep well? Just fine, thanks. And your special concoction? Ready for deployment anytime. By the way, I never caught your name. Velvet. We'll sail together if you live, Velvet. If not, at least I know what to put on your tombstone. You've got a sharp tongue. I've always been that way. Right then, we're off to attack Helives. Das könnte lustig werden, natürlich der perfekte falsche Zeitpunkt, weil wir sind etwa bei 17, knapp 18 Minuten, also zu früh den Part zu beenden, aber das wird sich eine längere Story. Ach du Scheibenkleister. That reminds me. Where do you think that boy who took the compass ran off to? Helives, I'd imagine, since Malakim are always tethered to exorcists. That means we might run into him during our attack. Are you getting squeamish about killing the boy because you feel indebted to him for healing you? No. If he gets in the way, I'll take him down. But? I have to remember to thank him first. Right. Does that bother you at all? No, not really. I just know that Malakim don't taste very good. Malakim don't suit your palate? I'll call that a positive. Im Geschmackssinn, wa? Ja, der kleine Junge, Wohl, ich muss sagen, ich bezweifle doch sehr, dass es so weit kommen wird. Zumal ihre Behauptung von wegen, ja, Malakim und so sind immer in Exorzismus gebunden, stimmt natürlich nicht mit mir ganz bei Ceres, also sorry, aber... Ich kann mir vorstellen, dass Arturus gesagt hat, so, Ceres, du gehst jetzt da Velvet befreien und sagst, dass du dir von mir gelöst hättest und so, aber in Wirklichkeit bist du immer noch an meiner Seite. Bezweifle ich doch stark. Ja gut. Keine Minute, ist mir scheißegal, wir können es den Anfang noch machen. Kuckuck. Who goes there? Oh, I'm pretty sure you were expecting me. Ich finde immer noch, die Brille steht hier ausgezeichnet. Das ist nichts Besonderes. Das war's schon? Let's go. Also das schwache Exorzisten. Kombo-Bonuseffekte, aber natürlich nur etwas, wenn die auch irgendwelche Schwächen haben. So,
Rein in die gute Stube. Bin echt gespannt. Ah, da doch noch ein bisschen. I was right. It's a trap. It's a trap. It's a trap, trap, trap. Neuer Titel, die Ergebene. Was? Warum jetzt ausgerechnet? Da war ein bisschen aufgeräumt, ja. Die basierenden Ringer. Die ergebene Verteidigung plus 1,1. Kriegsartig genutzt, ja. Statuskrankheiten, Spielzeit von 3000 Minuten. Was? Und da kommt sogar zum Kampf gegen die Alte. Angriff bei Sieg, ja, aber auch eigentlich eher weniger. Haben wir ja um 25% erhöht. Ja, ich glaube, da ist Schadensverringerung. Ja, ich glaube, Verzauberung wäre ganz geil. So, Freunde, macht es doch ganz fies. Wir werden an dieser Stelle jetzt mal ein paar beenden. Und nächste Folge dann. Oh, da hat er wegen dem Feind. Aber das ist eine Kugel gewesen. Nächster Part dann mal gucken, was da vor sich gehen wird. Sind wir da schon etwas in der Richtung? Ja, ich glaube, ich sehe sogar die Alte. Plus die Hexe und viele Exorzisten. Das wird lustig. Bis dahin, ciao zusammen.